In diesem Upcycling-Check zeige ich dir, wie du mit 2 ganz einfachen Patchwork-Techniken ganz schöne Upcycling-Projekte nähen kannst. Es sind ganz einfache Techniken, also auch für Anfänger geeignet, und du kannst hier wirklich kreativ werden. Das Schöne ist, wir brauchen gar nicht unbedingt neuen Stoff oder eine neue Jeans, sondern du kannst wirklich mit Stoffresten arbeiten, kleinste Reste noch verwerten und somit auch die berühmt-berüchtigten Stoffreste ganz einfach und schnell abbauen. Wir machen einmal ganz normale Streifen, das heißt, wir nähen hier Jeans und verschiedene Stoffreste aneinander und erzielen so einen ganz schönen Effekt. Und wir machen kleine Quadrate, mit denen wir auch ganz schöne Effekte kreieren können für ein schönes Upcycling-Projekt. Ich zeige euch beides im Detail und hoffe, ihr habt ganz viel Spaß dabei. Du benötigst Jeans oder ein paar Stücke davon. Ich nehme hier einen alten Rock von mir und der Kiste großer Stoffreste, die sicher jeder von euch hat. Nimm deine Jeans bzw. die Teile auseinander, die du gerne nutzen möchtest. Ich würde hier gerne einmal die Henkel nutzen und ich mache mir noch von meinem Rock die Tasche ab, weil ich sie gerne auf das Patchwork-Stück dann nachher noch mit drauf nähen möchte. Ich nehme meinen Innenstoff, meinen Futterstoff aus meinen Stoffresten sowie 2 andere Stoffreste, aus denen ich gleich Streifen schneide. Schneide hier die Streifen in der Größe, in der du sie haben möchtest und natürlich auch so viele, wie du brauchst, egal ob du die kleine, die mittlere oder die große Boxy-Bag oder vielleicht ein anderes Projekt nähst. Ich nähe jetzt alle Streifen mit einem Zentimeter Nahtzugabe zusammen und um hier einen schönen Effekt zu erzielen, nähe ich die Nahtzugabe tatsächlich nur an einer Seite zusammen. Die Boxy-Bag nähen wir jetzt so wie in der Anleitung angegeben, fertig. Ich habe dir das Schnittmuster auch nochmal in den Links verlinkt. Ich möchte dazu noch einmal die Tasche aufnähen und 2 von den Griffen habe ich mir noch abgemacht aus meinem Rock, die ich gerne auf die andere Seite anbringen möchte. Meine Boxy-Bag ist fertig und ich finde sie mega schön. Ich weiß nicht, wie ihr sie findet, aber so kann man wirklich ganz einfach mit ein paar Details ganz, ganz schöne Projekte schaffen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Bei der zweiten Patchwork-Technik geht es um Quadrate. Ich schneide hier eine Vielzahl von Quadraten aus und markiere mir jeweils einmal quer die Mitte. Das mache ich, weil ich möchte nicht auf der Mitte nähen. Ich möchte gleich einmal 0,6 cm rechts und links neben der Mitte die beiden verschiedenen Quadrate, die ich mir ausgeschnitten habe, zusammennähen.
Hast du das gemacht, so kannst du die jeweils auf der Markierung durchschneiden und hast rechts und links eine Nahtzugabe, die du auseinanderlegst und einen schönen Patchwork-Effekt. Die Nahtzugabe bügele ich mir jetzt noch auseinander und dann schaue ich, wie ich meine Quadrate gern in meinem Projekt anordnen möchte. Ihr könnt da ein bisschen rumspielen, gucken, was euch gefällt. Und wenn ihr alles habt, näht ihr das Ganze, Achtung, mit einer Nahtzugabe von 0,6 cm aneinander. Ich habe mir hier noch von einem alten Projekt ein Label genommen, das nähe ich auf einem Patch von der Jeans, die ich nutze, um einen schönen Effekt hier zu erzielen. Jetzt kannst du dein Projekt fertig nähen und hast einen wunderschönen Patchwork-Effekt. Ich nähe noch mein Label auf und stelle alles fertig und dann zeige ich dir gleich, wie meine Boxy-Bag mit dem Patchwork-Effekt aussieht. Meine Boxy-Bag mit Patchwork-Effekt ist fertig und ich finde sie mega. Ich finde, sie sieht richtig gut aus. Es passt richtig gut zu der Jeans und dann tatsächlich dem Stil, den wir hier haben. Ich bin gespannt auf deine. Ich forme meine jetzt noch ein bisschen aus. Ich habe ein bisschen wenig Verstärkung drin und freue mich dann, eure Beispiele zu sehen und zu hören, wie euch dieser Effekt gefällt. Das war gar nicht so schwer und es sind zwei ganz, ganz tolle Boxy-Bags entstanden. Ich hoffe, ihr hattet ganz genauso viel Spaß wie ich bei diesem Technikvideo und ich freue mich drauf, wenn wir uns beim nächsten wiedersehen.